Ja, herzlich willkommen. Ich bin Thorsten von Haus und Technik und heute geht es um das ganze Thema Network Attached Storage und zwar Sicherheit von solchen Servern beim Stromausfall. Wie schließe ich eine USV, also eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, richtig an? Was kann dieses Ding? Welche sind die richtigen Setup-Daten, damit das auch alles vernünftig funktioniert? Und wie visualisiere ich das Ganze dann zusätzlich noch im I/O-Broker, dass ich auch den Zustand der USV zum Beispiel monitoren kann. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Nach dem Intro machen wir weiter. Ja, also es geht um das ganze Thema Netzwerkspeicher, Strom beim Stromausfall, Absicherung mittels einer unterbrechungsfreien Stromversorgung und Visualisierung der entsprechenden USV-Daten, zum Beispiel über I/O-Broker. Und alles das möchte ich euch natürlich heute hier einfach mal zeigen, wie wir das gelöst haben. Und dann stellt sich natürlich grundsätzlich immer erst die Frage, wofür brauche ich eigentlich eine USV oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für so einen Netzwerkspeicher? Also dazu muss man natürlich wissen, unser Netzwerkspeicher, der läuft 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Auf diesem Netzwerkspeicher haben wir natürlich eine ganze Menge Sachen installiert. Detailliertes Video dazu habe ich euch schon mal gemacht, verlinke ich euch hier oben und natürlich in der Videobeschreibung. Aber grundsätzlich noch kurz stichpunktartig, also wir betreiben unsere eigene Cloud, wir haben alle unsere Kalender darauf gehostet, wir machen unseren Mailverkehr darüber. Wir haben dafür ein recht anspruchsvolles Backup-Konzept natürlich erarbeitet und da wäre es natürlich ziemlich blöd, wenn plötzlich durch einen Stromausfall es zu Datenverlusten oder sogar zu mechanischen Beschädigungen des Servers kommt, weil die Schreibleseköpfe da über die Festplatten geratscht sind und damit, sage ich mal, das ganze Thema Daten unter Umständen unwiederbringlich verloren sind. Und das vermeidet man, indem man dann zum Beispiel eine entsprechende unterbrechungsfreie Stromversorgung an den Server anschließt. Im Falle eines Stromausfalls wird dann über die USV ein entsprechendes Signal an den Server entsprechend geschickt und der weiß dann Bescheid und kann entsprechend einen Shutdown-Vorgang starten, damit man in den sicheren Bereich kommt. Wie das funktioniert und wie so eine USV ausgebaut ist und was die wirklich so alles kann, auch die wir jetzt hier wirklich haben, auch dazu habe ich ein separates Video gemacht, verlinke ich euch auch gerne hier oben und auch in der Videobeschreibung. Ich habe die USV da mal auf Herz und Nieren getestet und auch stelle euch die im Detail vor, was die so alles kann und was die nicht kann. Und, aber das soll heute nicht Ziel dieses Videos sein. Also wie gesagt, man schließt dann diese USV an den Server an. Den Server kann man dann ganz entspannt, würde der dann entsprechend runtergefahren und in den sicheren Bereich überführt. So, jetzt muss man natürlich immer noch mal schauen, und das gucken wir uns auch gleich an, wenn es hier in dem Video weitergeht. Wenn ein solcher Server nicht das einzige Gerät ist, was man absichern möchte, sondern man hat vielleicht noch weitere Komponenten. Ich sag mal, vielleicht läuft im Hintergrund noch irgendwo ein Raspi, der auch mit an die USV angeschlossen ist. Der soll auch dann im Falle eines Stromausfalls heruntergefahren werden. Dann gibt es da Möglichkeiten, das alles entsprechend über den Server oder beziehungsweise hier über den Netzwerkspeicher entsprechend anzuleiern. Und das funktioniert auch, aber dafür muss man natürlich auch entsprechend weitere Komponenten an die USV anschließen. Heißt also zum Beispiel einen Router oder aber auch den Netzwerkswitch, weil ansonsten kommt ja diese Information, die dann über ein Netzwerk entsprechend an den Raspberry geht, die kommt ja niemals an. Heißt also, wenn man so etwas auslegt, muss man sich darüber Gedanken machen, was muss alles angeschlossen werden, was sind das für Leistungen, die da benötigt werden und daran kann man dann entsprechend eine USV entsprechend auslegen. Aber wie gesagt, gar nicht lange schnacken. Ich möchte jetzt einfach mal mit euch schon mal loslegen und wir gucken uns als erstes gucken wir uns jetzt an, wie die Einstellung hier in der Synology ist, wie das in der DSM aussieht, was man da alles machen muss. Ja, schauen wir uns das ganze Thema der DiskStation an und wie die USV hier entsprechend angebunden ist. Und dafür schauen wir uns jetzt hier genau, gehen wir auf die Homepage von der DiskStation und gehen hier auf die Systemsteuerung. Und in der Systemsteuerung gehen wir auf das ganze Thema Hardware und Energie. Und hier hinten finden wir das Thema USV. So, hier kann man jetzt entsprechend die USV-Unterstützung aktivieren. Ich habe jetzt schon mal die USV entsprechend hier an die Teststation angebunden. Das ist natürlich nicht unsere Produktiv, sondern die Produktiv läuft natürlich separat.
was ich mit dieser Produktiv-Disk-Station alles mache. Dazu hatte ich auch schon mal ein separates Video gemacht. Verlinke ich auch hier in dem Video. Und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch das natürlich auch gerne angucken. Also wie gesagt, hier USV-Unterstützung aktivieren. Das machen wir mal. Und jetzt wird hier natürlich die Frage gestellt, welchen USV-Typ haben wir. So, und der USV-Typ, den wir hier haben, wenn wir hier mal uns das Menü anschauen, haben wir einmal die Möglichkeit, ist das angebunden über USB, ist das über SNMP angebunden, ja, sehen wir hier die zweite Auswahl, oder aber als drittes haben wir einen Synology USV-Server. Diese Option kommt dann zum Tragen, wenn die eigentliche USV oder ich sag mal, das hier nur der Client ist. Heißt also, ich habe zwei Synologies und die eine ist über eine USV angeschlossen und diese hier über eine andere zum Beispiel. Der andere Synology mit der USV wäre dann quasi der Server und würde quasi beim Ausfall der Spannungsversorgung dann auch direkt an alle anderen Gerätschaften hier entsprechend einen Hinweis geben zum Runterfahren. Dann braucht man hier diese Einstellung Synology USV Server. Da wir aber hier eine USB oder die USV direkt über USB angeschlossen haben, entfällt das und wir nutzen hier einfach USB USV. So, Zeit bis dann gibt es hier Möglichkeiten auszuwählen, also die Zeit, bis die Synology in den Standby-Modus wechselt. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, einmal bei Akkustrom niedrig oder aber man wählt sich eine individuelle Zeit. Akkustrom niedrig muss man immer ein klein wenig mit Vorsicht genießen, ist natürlich eine valide Option, aber muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, je nachdem, wie die Synology aufgesetzt ist. Die Synology macht ja Folgendes, die entkoppelt die vorhandenen Volumes, also heißt die Festplatten, die in dem Gehäuse eingebaut sind und wechselt quasi in einen sicheren Modus. Die fährt also nicht hundertprozentig runter. Ne? Also die bleibt weiterhin, also die Leuchten bleiben an, also nur das Statuslicht, das blinkt dann, wenn man in diesen Zustand kommt. Aber letztendlich geht es darum, wenn die Synology zum Beispiel auch noch eine virtuelle Maschine oder ähnliches beinhaltet, die auch erst noch runtergefahren werden müsste, und all diese Geschichten, dann kann das sein, dass dass der Zeitraum, bis die in diesen sicheren Zustand fährt, dass der nicht innerhalb von, ich sage jetzt mal 1,5 bis 2 Minuten stattfindet. Das mag dann länger sein. Ich habe es persönlich nicht ausprobiert, kann aber so sein. Von daher die Vorgabe, zum Beispiel bei der USV, die ich hier habe, und ich habe das Ding ja hier mal richtig auf Herz und Nieren getestet und wie da so auch die Limits sind. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, verlinke ich euch natürlich auch hier. Und dafür mache ich jetzt einfach mal Geräteinformationen auf. Also hier, also wir haben jetzt hier die USV APC Back UPS 750 MI. Das Ding ist verbunden, hat 100% Batteriekapazität und hier ist interessant 3920 Sekunden Batterielaufzeit. Heißt, das sind runde 65 Minuten. Die 65 Minuten gelten natürlich jetzt, die ist relativ neu. Wie die in 2 Jahren aussehen, mag da ein ganz anderer Wert stehen. Aber die Restlaufzeit von diesen 64 Minuten ist abzüglich von 2 Minuten. Da ist nämlich dann diese Min-Laufzeit. Wenn die mit der Batteriekapazität zum Ende kommt, bleiben noch genau 2 Minuten, bevor die USV Ende im Gelände macht. Und ob die 2 Minuten ausreichen, um wirklich eine Synology mit einer virtuellen Maschine und so weiter und so fort wirklich in den sicheren Zustand zu fahren, das weiß ich nicht. Ist mir persönlich vielleicht ein bisschen riskant. Müsst ihr aber selber wissen, was ihr da tut. Also ich würde dann eher wahrscheinlich auf das ganze Thema Zeit anpassen gehen hier und würde dann hier einen entsprechenden Zeitraum, auch hier kann man auswählen, ob das Minuten, Sekunden oder Stunden sind. Ich würde sagen, wenn man einen Stromausfall überbrücken will oder beziehungsweise sicherstellen will, dann würde ich dem hier irgendwelche 5 Minuten vielleicht geben. Ne? So, aber wie gesagt, die Einstellmöglichkeiten gibt es. Müsst ihr entscheiden, was da für euch relevant ist. Dann gibt es hier einen weiteren Aspekt, und zwar nämlich das ganze Thema, dass man hier sagt, dass die USV heruntergefahren wird, wenn das System in den Standby-Modus wechselt. Das kann man natürlich tun. Ist dann vielleicht eine Option, wenn die Disk Station jetzt zum Beispiel oder aber auch, also wenn die Disk Station zum Beispiel
als Einzelgerät nur an der USV hängt. Heißt also, wenn die Diskstation im sicheren Zustand ist, kann ich der USV sagen, okay, schalte ich ab, alles ist gut, stört jetzt keinen mehr. Wenn ich allerdings, wie ich das grundsätzlich zukünftig vorhabe, wenn also auch die USV in den produktiven Betrieb geht, ich möchte ja quasi auch die Synology quasi als Server betreiben, um zum Beispiel anderen Gerätschaften auch zu sagen, hallo, wir haben jetzt zukünftig oder wir haben gerade einen Stromausfall, ihr müsst jetzt bitte auch in den sicheren Zustand wechseln. Und wenn ich das machen möchte, muss ich natürlich sicherstellen, dass die USV noch weiterläuft, um zum Beispiel anderen Gerätschaften zu ermöglichen, auch in den Standby-Betrieb zu wechseln. Die mögen vielleicht etwas länger brauchen als die Synology. Keine Ahnung, muss man einfach mal gucken. Aber von daher würde ich diesen Modus nicht wechseln, nicht nehmen, sondern ich würde einfach sagen, die USV, die läuft so lange, bis die am Ende ist oder bis Strom wieder da ist. So, ne? Und das ist so die Idee, die ich habe. So, wie ich das gerade schon sagte, hier gibt es die Möglichkeit, Netzwerk-USV-Server aktivieren. Das ist jetzt hier schon zum Beispiel schon angehakt. Heißt also, die Synology jetzt hier, die an der USV hängt, die fungiert jetzt quasi als sogenannter NAT-Server. Heißt also, ich habe jetzt hier zum Beispiel mal eine IP-Adresse eingetragen. Das ist die IP-Adresse von meinem I/O-Broker. Und in dem I/O-Broker, und da gehe ich jetzt im weiteren Zusammenhang dieses Videos, gehe ich da nachher nochmal detaillierter drauf ein. Ich möchte ja die technischen Parameter, die die USV alle liefert, hier auch an die Synology liefert, die möchte ich gerne im I/O-Broker visualisieren. Und dafür muss ich natürlich diese Informationen weitergeben. Und das macht man hier über diesen sogenannten Server-Mode. Und kann dann sagen, ich gebe jetzt zum Beispiel wie hier den I/O-Broker ein, aber initial ist das eigentlich die Idee gewesen, hier zum Beispiel eine Adresse eines zweiten Synology-Gerätes einzugeben, dass man sagt, okay, auch ein anderer Server kriegt dann die entsprechende Information, zum Beispiel wenn der an derselben USV hängt. Ich kann ja immer nur eine USV mit dem USB-Kabel verbinden, oder aber meine Synology hängt an einer USV, die zum Beispiel überhaupt gar keine Kommunikationsmöglichkeit hat. Damit die auch mitkriegt, dass sie jetzt auch der Stromausfall ist und dass sie runterfahren muss, gibt es diese Server-Funktionalität. Das gleiche kann man mit PCs machen, das gleiche kann man mit einem Raspi machen. Wichtig ist, dass auf diesen Gerätschaften dann entsprechend eine Client-Software läuft, die dann entsprechende Befehle empfangen kann. So, und in unserem Fall habe ich jetzt hier als Client eigentlich unseren I/O-Broker eingegeben. Nicht um den runterzufahren, sondern wirklich um da entsprechend Informationen und Daten entsprechend zu übertragen. Und das zeige ich euch gleich noch im weiteren Verlauf des Videos. So, wenn wir dann jetzt hier weggehen, haben wir eigentlich schon alle Einstellungen für das ganze Thema hier gemacht. Und was ich jetzt aber noch mache, ist, da ich euch ja auch gleich mal zeigen möchte, wie sich, sage ich mal, der I/O-Broker oder wie sich unsere Visualisierung verhält, wenn wir auch mal in einem Stromausfallzustand sind. Ich mir aber nicht möchte, dass jetzt hier dann der Server runterfährt, würde ich hier nämlich auch eingehen, einstellen, dass ich sage, bis Akkustrom niedrig, dann haben wir ein bisschen Zeit und sind nicht nach 5 Minuten plötzlich, weil der Server hier weg ist, funktioniert das alles nicht mehr. So, dann gehen wir auf Übernehmen und dann sind wir mit den Einstellungen hier für das ganze Thema Synology eigentlich erstmal schon fertig. Ja, jetzt kommen wir zu dem ganzen Thema, wie ist eigentlich die Einbindung in den I/O-Broker, und das geht relativ einfach. Es gibt nämlich im I/O-Broker, wenn man hier bei den Instanzen sich einmal mal umschaut, gibt es den sogenannten NAT Adapter. Das ist Network UPS Tools, nennt sich das, und das ist eine Client-Server-basierte Softwarelösung, mit der man zum Beispiel solche USV-Geräte auch technisch auslesen kann oder aber auch Befehle von USV-Geräten entsprechend erhält. So, wenn wir jetzt uns hier angucken, diese Instanz für diese Tools. Wir haben jetzt also hier die Adresse eingegeben. Wir waren ja gerade auf dem Network-Server, auf der Synology. Die hat eine IP-Adresse, und diese IP-Adresse habe ich jetzt hier eingegeben. Dann gibt es einen spezifischen Port, der eingestellt werden muss. Das ist jetzt hier die 3493. Wird eingestellt. Dann kann man hier abfragen, Daten, Abfrageintervall. Das heißt also, in welchen Zeiträumen man entsprechend Aktualisierung erhalten möchte. Das habe ich jetzt bei 60 Sekunden eingestellt.
Das ist defaultmäßig etwas anders eingestellt. Da kommt das, glaube ich, nur irgendwie alle 15 Minuten. Das war mir aber zu wenig und deswegen habe ich das umgestellt. Und für die Synology muss man hier den entsprechenden Namen des Servers eingeben und das ist hier einfach nur UPS klein geschrieben. Ist aber in der Dokumentation hier des Adapters relativ gut erklärt. Also ist eigentlich völlig unproblematisch entsprechend. So, und wenn man das gemacht hat und der entsprechend einmal läuft, dann verbindet der sich auch. Und wenn er dann, müssen wir mal einmal runterscrollen hier, da ist er, der ist grün. So, und dann können wir uns eigentlich angucken, welche Informationen dieser NAT-Server oder beziehungsweise dieser Client jetzt hier empfängt. So, und da gehe ich jetzt mal auf die Objekte innerhalb des I/O-Brokers und da sehen wir hier die Instanz 0, das ist auch völlig in Ordnung und hier sehen wir also schon, haben wir eine ganze Anzahl von Ordnern, in denen sich weitere Informationen verbergen. Und ich gehe die jetzt einfach mal von oben nach unten durch und dann schauen wir uns mal an, was da alles an Infos kommt und was wir dann auch damit machen. So, fangen wir einfach mal bei der Batterie an. Da steht jetzt also der Batteriestand, ne, 100%. Hier gibt es dann noch irgendwelche Sachen mit Charge Low, die ist dann 1%. Hier gibt es ein Manufacturing Date, gibt eine Runtime, heißt also hier finden wir diese 3920 Sekunden wieder. Na, und hier bei der Runtime Low, da ist der Wert, den ich gerade genannt habe, die 2 Minuten, das sind nämlich 120 Sekunden. Diese 120 Sekunden, das ist das, wenn die UPS schnell anfängt zu blinken und zu piepen, dass sie sagt, also jetzt bin ich wirklich am Ende. Ich habe euch das gezeigt in dem separaten Video, wo ich die auf Herz und Nieren getestet habe, mit der 100 Watt Glühlampe oder 60 Watt Glühlampe, die ich da verwendet habe, dass die dann in den letzten 2 Minuten sagt, so jetzt tu irgendetwas, weil ich schalte jetzt gleich wirklich ab. Ne? Dann ist das hier zu Ende. Das sind die 120 Sekunden bzw. 2 Minuten. So, dann haben wir hier noch das, was ist da für eine Batterie drin, dann welche Batteriespannung haben wir momentan und was ist die nominale Batteriespannung. Das ist völlig okay. Einige von den Werten verwenden wir nachher dann auch in unserer Visualisierung. Hier gibt es dann noch das Thema Commands. Da muss ich ehrlich gestehen, die Commands, die haben bei mir bislang nicht funktioniert. Also ich habe mal versucht, hierüber zum Beispiel diesen Piepton auszuschalten, also zu deaktivieren. Da hat nicht einer von funktioniert. Keine Ahnung warum, kann ich nicht sagen. Manche sind vielleicht auch für die USV nicht relevant oder die kann das vielleicht gar nicht. Muss ich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt keine Lösung dafür gefunden. Ist für mich aber auch nicht ganz relevant. Ich will ja eigentlich meine USV nicht wirklich bedienen, sondern ich möchte einfach nur gucken, was macht das Ding. Und ich sag mal, wenn Stromausfall ist, dann ist mein I/O-Broker dann sowieso im Rahmen dessen, dass er die produktive Diskstation runterfährt, ist mein I/O-Broker auch weg. Dann kann ich auch eh nicht mehr bedienen. Also von daher brauche ich dann auch keinen Piepton mehr ausstellen. Das kann ich dann an der USV selber machen, wenn es mich stört. Aber die steht im Hauswirtschaftsraum. Höre ich dann wahrscheinlich unter Umständen ja mal, je nachdem, wo ich bin. So, aber das sind die Commands, die man hier bietet. Dann gibt es hier noch weitere Informationen zum Device selber, also zum Gerät selber. Also hier steht also, American Power Conversion, heißt also der Hersteller. Hier steht die Typenbezeichnung, ist die BEC UPS BX750MI. Dann gibt es noch eine Seriennummer und noch ein Typ, was es ist, UPS. Ups, ja, hätten wir selber gewusst. Aber okay. Dann geht es weiter mit dem ganzen Thema, welchen Treiber verwenden wir hier. Das heißt also, das sind Treiberparameter, die von der Synology kommen. Hier finden wir den Treibernamen. Hier gibt es dann noch so eine Poll-Frequenz und Poll-Intervall. Das heißt also, das sind anscheinend Angaben, was oder in welchem Zeitrahmen die NES oder die Synology Diskstation Daten bei der USV abfragt. Also sind nicht die gleichen Intervalle, die wir gerade oben gesehen haben bei der Einstellung, wann dieser NAT-Client Informationen vom Server bezieht, sondern das scheinen jetzt Angaben zu sein, die aus dem DSM, aus dem Betriebssystem. So, dann haben wir hier Parameterport, der steht auf Auto, heißt also, dass die sich finden. Ist der Parameter synchron? Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Und hier steht jetzt noch, welches DSM wir benutzen. Wir haben die 721, das passt soweit. Und die Versionsdaten hier von der Schnittstelle, irgendwie APC HID 096, sagt mir nichts. Sind aber einfach Informationen, die übertragen werden.
So, dann gibt es hier noch ein Info. Info heißt einfach nur, hier wird angezeigt, ob die Verbindung auch wirklich live ist, ob also die USV da ist und die Verbindung ist also true. Und damit ist das hier eigentlich auch gut. Input haben wir jetzt hier noch ein paar Sachen, die habe ich in dem anderen Video beschrieben, als es um die USV ging. Da ging es also ab wann werden oder wie ist eigentlich die Sensitivität der USV, wenn es um Über- oder Unterspannung geht. Wo sind Unter- oder Überspannungsbereiche? Die finden wir hier auch wieder. Und wir finden hier den aktuellen Wert der Eingangsspannung, gerade mit 239 Volt. Und der Nominalwert ist eingestellt auf 230 Volt, was unserem ganz normalen Netz entspricht. So, dann kommen wir hier zu ein paar interessanteren Sachen, nämlich zu dem ganzen Thema Status. Und hier gibt es verschiedene Stati, wie die USV gerade arbeitet. Ich bin mir nicht sicher, ob alle die man hier findet, also auch für die USV, die wir hier verwenden, wirklich zutreffend sind. Also was ich weiß, ist, dass ich hier das ganze Thema Charging und Discharging funktioniert. Ich habe High Battery noch nicht gesehen. Ich habe Offline schon gesehen. Ich habe On Battery schon gesehen. Online sehen wir hier, der ist true, ja, das passt auch. Overload habe ich noch nicht gesehen, ist aber ein Aspekt, weil die USV hat ja nur 410 Watt. Und wenn ich die jetzt mit 500 Watt zum Beispiel belasten würde, dann würde die in den Überlastbetrieb gehen, würde sich auch melden, piepen, blinken und würde unter Umständen auch einen weiteren Vorgang einleiten. Dann gibt es ja noch so eine Meldung Replace Battery, die habe ich bislang auch noch nicht gesehen, die wird aber wahrscheinlich irgendwann aufpoppen nach 3 Jahren. Üblicherweise soll die Batteriehaltzeit oder Laufzeit 3 Jahre betragen. Dann würde ich davon ausgehen, dass auch hier dieser Status sich entsprechend verändert. Und hier haben wir noch das ganze Thema Severity, das benutzen wir auch. Also wir sind hier gerade im Normalbetrieb. Es gibt aber auch den Betrieb, dass wir zum Beispiel, dass die UPS in Betrieb ist, heißt also batterietechnisch im Betrieb ist, dann verändert der sich hier auch entsprechend. Das Thema Shutdown, das wird dann wahrscheinlich, habe ich so jetzt noch nicht verfolgen können, aber das wird wahrscheinlich so ein Punkt sein, wenn wir die letzten 120 Sekunden anbrechen, dass er dann entsprechend in den Shutdown geht oder aber auch ein Shutdown-Signal entsprechend generiert. Und ansonsten gibt es hier noch Trimming, habe ich noch nicht gesehen, weiß ich nicht, was es bedeutet. So, und der letzte Reiter an Informationen haben wir hier von der UPS selber. Da ist dann hier der Beeper-Status, da sagt dann, also der ist enabled, heißt also, wenn irgendwas ist, dann piept das Ding. Delay Shutdown 20. Gute Frage, habe ich nirgendwo eingestellt, weiß ich nicht. Dann gibt es ja Informationen zur Firmware-Version, dann gibt es hier Informationen zur aktuellen Load. Die ist 0, sagt er. Weiß ich nicht, ob das mit Batterieload gemeint ist. Das kann ich so jetzt nicht sagen, habe ich so auch noch nicht gesehen. Herstellerdatum, nochmal das Modell, dann gibt es hier eine Produkt-ID, dann gibt es hier Real Power Nominal, das ist dann die 410 Watt, die wir gerade schon mal hatten. Dann gibt es nochmal eine Seriennummer hier und dann gibt es hier nochmal einen Status OL. Dann gibt es nochmal einen Test-Result, Done and Passed. Ich habe schon mal so einen Batterie-Selbsttest an dem Gerät gemacht. Vielleicht ist das damit gemeint, dass der das meldet. Dann gibt es ja noch einen Timer Reboot, Timer Shutdown und eine Vendor-ID. Mag alles relevant sein, aber brauchen tue ich die eigentlich nicht wirklich. Welche Informationen ich wirklich verwende, auch für unsere Visualisierung, da schauen wir jetzt mal ein Stück weiter, weil ich ja nicht die Parameter selber des Gerätes selber nutze, sondern mittlerweile dazu übergegangen bin, das Ganze auf die Alias-Funktionalität zu setzen. Heißt also, tausche ich mal dieses Gerät aus, muss ich meine Visualisierung nicht mit allen Punkten wieder neu erstellen und eventuelle Skripte oder was auch immer ich da hinterlegt habe, dann entsprechend alle anpassen, sondern ich habe die für mich relevanten Parameter hier im Alias nochmal angelegt, die entsprechend miteinander verknüpft. Und auf der Alias-Funktion oder mit den Alias-Objekten habe ich dann in der Visualisierung und auch in weiterführenden Skripten einfach weitergearbeitet. Das vereinfacht die Sache. Wie gesagt, ich bin vor einem Jahr circa dazu übergegangen, das zu machen. Ich habe noch nicht alles umgestellt, aber es bringt definitiv
Vorteile, das so zu tun. Ja, und da sehen wir also hier die Parameter, die für mich wichtig sind, ist also zum Beispiel die Batterieladung, die Batteriespannung, die Eingangsspannung, die wir haben, eine Restlaufzeit, die wird nämlich runtergezählt, und natürlich die Restlaufzeit Low, die habe ich einfach nur für ein Pfeil, also für ein Limit gesetzt, damit man das erkennen kann. So, das sind also die veränderlichen Parameter oder beziehungsweise die Values, die wir hier drin haben. Und dann habe ich noch Statusmeldungen, die ich verarbeite. Und da habe ich jetzt hier zum Beispiel das Thema Batterieladen. Batterieentladen, den habe ich benutzt. Ich habe das Thema Batterieladen benutzt. Batterie ersetzen, den möchte ich ganz gerne sehen, wenn diese Meldung kommt. Ich möchte ganz gerne sehen, ob wir eine Überlast haben, und ich möchte gerne sehen, ist die Verbindung, ist die da, läuft das Ding. Und ich habe den Zustand, das ist die Severity, von der ich gerade gesprochen habe. Also die Werte habe ich jetzt alle entsprechend über den Alias hier angelegt, habe die verknüpft und habe die dann auch entsprechend weiter in meiner Visualisierung entsprechend genutzt. So, und die Visualisierung, da schauen wir uns jetzt an. So, jetzt sind wir hier schon in meiner Visualisierung für sichere Stromversorgung, Gewerke. Entschuldigung, dass unten die Menüleiste hier abgeschnitten ist. Das liegt aber einfach daran, dass ich hier in den Screen in Full HD entsprechend abfilme. Das Tablet, was aber eigentlich der der Hauptansprechpartner oder beziehungsweise der Hauptanzeige oder die Hauptanzeige für die Visualisierung ist, die hat eine andere Auflösung. Die hat 1280 mal 1200. Und von daher passt das dann hier entsprechend nicht. Aber das soll uns jetzt hier nicht stören, sondern es geht ja grundsätzlich darum, was haben wir hier eigentlich gemacht. Und grundsätzlich habe ich also hier ein paar Parameter, die ich hier auch visualisiere, nämlich den Ladezustand, die Restlaufzeit, die Batteriespannung, die aktuell ansteht, und natürlich eine Kennlinie für den USV-Status. Hier werden zum Beispiel die Eingangsspannung dargestellt, die Batteriespannung und auch die Batterieladung. So, und was wir momentan entsprechend sehen, ist quasi, dass wir 100% Batterieladung haben. Das heißt also, die Kurve, die ist hier oben, die ist schon, weil das 100% hier oben ist die so halbwegs verschwunden. Da muss ich noch mal ein bisschen dran, das ist noch nicht ganz so, wie es mir gefällt. Wir haben eine Restlaufzeit von 65 Minuten, das sind die 3920 Sekunden, und die Batteriespannung ist gerade bei 13,6 Volt. So, jetzt habe ich hier unten noch so zwei Anzeiger, die sagen mir nämlich Folgendes, dass die USV aktuell im Leerlauf ist, heißt also, wir sind quasi im Netzbetrieb. Das ändern wir gleich nochmal, aber das ist der aktuelle Zustand, deswegen ist das Ding grün hinterlegt und steht hier quasi auf Standby. Und was wir hier sehen, dass dieses WLAN-Symbol heißt eigentlich, dass das Ding online ist, ne? Dass wir also hier nicht abgekoppelt sind und die Daten, die wir hier sehen, quasi eingefroren sind. Hier sehen wir dann quasi den reinen Batteriebetrieb. Das heißt also, wir sind hier auch, die Batterie ist im Standby und hier ist eigentlich alles in Ordnung und wir haben hier sonst keine Fehlermeldung. So, und das, was ich jetzt gleich mal eben mache, ist, dass ich eben schnell schaue, dass wir das Gerät abgeschaltet bekommen. Kleinen Moment, muss ich mal eben machen. Ich tauche mal eben ab. So, da bin ich wieder. So, und wir hören jetzt, es hat schon gepiept. Heißt also, wir sind jetzt auf USV-Modus. Jetzt dauert das einen kleinen Moment, bis wir hier in der Übersicht etwas sehen, weil, sage ich mal, die Abfrageparameter oder beziehungsweise die Abfragezeiten natürlich entsprechend sind. Aber grundsätzlich wird er hier uns gleich anzeigen. So, und da sehen wir jetzt schon, kommt die erste Änderung. Wir sehen also, wir sind in Betrieb. Und wir sehen, dass die Batterie jetzt entladen wird. Das Ganze sehen wir jetzt schon mal, dass also sich die Batteriespannung entsprechend verändert hat. Und wir sehen, dass die Netzspannung, die Eingangsspannung hier unten auf 0 gefallen ist. Ne? Die ist jetzt also weg.
Und wenn wir das jetzt noch mal so 2-3 Sekunden laufen lassen, dann sehen wir also, dass sich hier auch entsprechend die Zeiten entsprechend verändern. Ich lasse das jetzt einfach mal so 2-3 Minuten laufen, machen das mal so ein bisschen im Zeitraffer und dann spreche ich gleich weiter. So, also wie wir hier schön auf der Grafik sehen können, ne? Also das funktioniert. Wir sehen also, die Batteriespannung ist jetzt sogar auf 12,6 Volt heruntergegangen. Die Zeit hat sich reduziert auf 64 Minuten. Das geht jetzt natürlich sukzessive entsprechend nach unten. Und die Batterie-Ladezustand ist auf 98% runter. Und ja, im Hintergrund hört man es piept fleißig. Ne? Jetzt sind wir sogar 63 Minuten und 97%. Das geht jetzt natürlich einfach so weiter anhand der Ladeleistung oder der aufgenommenen Leistung hier des Netzteils von unserem NES. Und ich würde sagen, ich schalte jetzt einfach mal wieder die Maschine wieder ein und dann sehen wir, was sich da wieder verändert. So, jetzt haben wir die Spannung oder beziehungsweise die Netzversorgung wieder eingeschaltet. Und jetzt dürften wir dann gleich auch sehen, dass sich hier die Parameter hier auf unserem I/O-Broker auch entsprechend wieder anpassen. Heißt also, dass wir hier unten von Betrieb wieder umschalten auf Standby und dass sich hier gleich bei dem Entladen entsprechend das umstellt auf Ladebetrieb. Wie gesagt, dauert einen kleinen Moment, bis die Refresh-Zeiten da entsprechend abgelaufen sind. So, und da sehen wir jetzt, sind wir im Leerlauf für die USV. Das heißt, wir sind wieder im vollen Netzbetrieb. Wir sehen also, die Batterie hat umgeschaltet auf Laden. Die Batteriespannung ist jetzt hoch auf 12,8 Volt. Und wenn wir es jetzt weiterlaufen lassen, dann werden wir feststellen, dass sich die Kurve für den Ladezustand und auch die Restlaufzeit entsprechend wieder nach oben bewegen. Ja, das war sie auch schon, die Vorstellung von ja, unserer USV angebunden an unseren Synology, an unsere Synology Disk Station mit der Visualisierung in I/O-Broker. Ich mache natürlich Folgendes, die Visualisierung für I/O-Broker, die packe ich euch natürlich ins I/O-Broker-Forum, genau da, wo ich den Post letzte Mal auch gemacht habe, verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das, wenn ihr das gerne möchtet, gerne auch kopieren, inklusive Visualisierung und aller Sachen, die dazugehören. Herzlich gerne, ne? Also mache ich gerne für euch. Und ansonsten, ja, also wie gesagt, ich wollte euch einfach zeigen, wie die Einstellung für die Synology Disk Station ist, wie habe ich das Ganze in den I/O-Broker eingebunden und das hoffe ich, dass euch das gefallen hat, dass euch das ein klein wenig weiterhilft. Gerne lasst mir einen Daumen rauf da, ein Like da, nehme ich natürlich super gerne. Gerne dürft ihr den Kanal natürlich auch abonnieren. Wenn ihr die Glocke drückt, werdet ihr informiert bei jeder Änderung, die ich hier mache. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen oder Kommentare habt, bitte packt es unten in die Felder. Ich lese alles, ich versuche alles schnellstmöglich zu beantworten. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel über, wie ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und herzlich gerne wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön. Tschüss.